Ja, hallo und herzlich willkommen. Wie man hören kann, hört man hier nicht viel. Und zwar ist hier bei dem Dreamy L10S Ultra der Saugmotor kaputt. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie wir das Teil tauschen können, wie das auch bei einem Dreamy L10 Prime funktioniert. Da ist es sehr ähnlich. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, um den Saugmotor tauschen zu können, müssen wir dafür das Gerät natürlich öffnen. Und ich habe zu dem ganzen Öffnungsprozess schon mal ein Video hochgeladen, auch aus einer anderen Perspektive. Davon sind auch die Overviews hier übernommen. Da gehe ich auch noch mal ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Schritte ein. In der Summe ist das hier nämlich kein Hexenwerk. Also wer da sich das vielleicht noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive eben anschauen möchte und ein bisschen detaillierter beschrieben haben möchte, der kann sich das andere Video angucken. Das verlinke ich nochmal in der Beschreibung. Und wie gesagt, es ist ja kein Hexenwerk, denn es gibt im Prinzip nur zwei kritische Momente hier bei der Öffnung des Geräts. Zum einen ist das beim Laserdistanzsensor der Fall. Da ist, wie wir hier gleich sehen werden, eben ein Kabel auch angebracht mit einem Stecker, was zum Mainboard geht. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, da nicht wild rumreißen oder dergleichen. Und wenn man das eben nicht macht, also sprich mit Gewalt oder eben mit ruckartigen Bewegungen da versucht, Komponenten zu trennen oder zu lösen, dann kann da eigentlich auch nicht viel schief gehen, jedenfalls nicht bei dem Gerät. Wir haben dann hier den Deckel, also quasi den Unterboden genauer. Und da besteht auch ein Unterschied zum X40, und zwar sind da die Haltenasen einfach stabiler. Die sind in der Materialstärke dicker, und das führt eben dazu, dass die zumindest hier bei meinen Öffnungsversuchen nicht gebrochen sind. Das ist mir nämlich beim X40 passiert. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video hochgeladen, wie man das Gerät öffnet. Und da sind die einfach ein bisschen dünner und da sind die mir gebrochen. Kann natürlich auch an eben der angesprochenen Geschicklichkeit liegen. Ich würde es aber da dann arroganterweise dann auf die Materialstärke zurückführen. Auch hier bei der Leiste für den Frontbumper, da beim Zusammenschrauben ein kleines bisschen aufpassen. Also wenn das schwergängig ist, dann ist die Arretierung, also die Ausrichtung falsch und auch die Arretierung, denn wir haben da vorne eine also es ist so eine ganz kleine Arretiernase, wo man den so ein bisschen, also die Leiste so ein bisschen einhaken muss. Da auch ein bisschen drauf achten. Und ja, wenn wir so weit gekommen sind, also wie gesehen, das ist kein Hexenwerk, dann haben wir hier eine versteckte Schraube, die ich gerade, da ist ein Gummifropfen, den ich gelöst habe. Und da besteht ein Unterschied zum L10 Prime. Bei dem ist die Abdeckung da unten einmal nur durch einen Sticker gegeben. Also den kann man eigentlich auch jetzt hier dann direkt wegwerfen, weil da die Klebekraft nicht mehr vorhanden ist oder so gut wie nicht mehr vorhanden ist. Und dann haben wir auch noch zwei weitere versteckte Schrauben, die sehen wir jetzt hier, und die sind ganz links und ganz rechts unter diesen Klebestreifen angebracht. Die sind ein bisschen besser, was die Klebekraft betrifft, also das kann man wahrscheinlich dann auch vielleicht 3-4 Mal machen, aber dann sind die vielleicht dann auch schon ausgenudelt. Ja, das ist so dann ein bisschen der Hauptunterschied im Öffnen der beiden Geräte. Die sind vom Aufbau her sonst wirklich gleich. Das sehen wir nachher auch nochmal dann etwas detaillierter. Ja, dann geht es dann als letztem Trennungsschritt dann hier eben diesen eingelassenen Schrauben dann noch an den Kragen. Wie gesagt, die versteckte da unten ist mit einem Gummifropfen versehen. Ansonsten haben wir keine versteckten Schrauben mehr. Und dann können wir danach ans Eingemachte gehen. Zum Thema Saugmotor, also warum der eigentlich kaputt gegangen ist, das spielt oder kaputt gehen kann, da spielt nämlich auch die Filterqualität eine Rolle. Dazu kommt nochmal ein eigenes Video, weil das Ganze mit EPA, HEPA das ist leider kein geschützter Begriff. Da gibt es auch Zertifizierungen für, aber das machen auch die wenigsten. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Dann hier beim Bumper eben einmal den Stecker lösen und dann müssen wir einmal das Pumpen-PCB ein bisschen hochschieben. Das ist einfach nur in so eine Halterung eingeschoben. Das müssen wir hochschieben und dann auch noch ein paar Kabel lockern. Die sind da auch in so Haltenasen
untergebracht, plus da sind so Aufkleber oder Klebestreifen dann auch noch, die man vielleicht ein bisschen lösen muss. Und das machen wir, damit wir da ein bisschen Kabelspiel haben und danach auch das Pumpengehäuse inklusive Wassertank hochheben können, weil das müssen wir machen, um später dann eben die Halterung für den Saugmotor und ja, den Saugmotor selbst dann da rauszukriegen. Man kann so den Wassertank, den man auch besser vorher abpumpen lässt, höchstwahrscheinlich, plus die Pumpenkonstruktion nicht jetzt einfach dann auch lösen, wenn man die beiden Schrauben abgeschraubt hat. Da ist halt auch noch die Verschlauchung zu den Pads vorhanden. Das habe ich mir noch nicht so 100%, also noch nicht ganz im Detail angeguckt. Dazu kommt wahrscheinlich auch noch mal ein Video. Dann eben einfach, wenn man das gemacht hat, den Stecker für den Saugmotor entfernen. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, da muss man halt nur ein bisschen aufpassen, dass man da nichts abbricht. Dann schrauben wir hier die Halterung für den eigentlichen Saugmotor los. Da sind jetzt hier im Bild die Schrauben schon entfernt. Das hat damit zu tun, dass da der Zusammenschnitt auch mit den Fotos in der Reihenfolge ursprünglich ein bisschen anders war. Ich habe mir das auch erst ein bisschen angucken müssen. Und jetzt so der Weg, den ich jetzt hier aufzeige, das müsste eigentlich der beste Weg sein, um das rauszubekommen. Dann nimmt man hinten den Auspuff ab, muss da den Wassertank natürlich noch ein bisschen hochheben und dann die Halterung entfernen und dann kann man auch dann schlussendlich den Saugmotor selbst dann entfernen. Da ist noch ein Dichtungsring vorhanden, das ist also eine etwas größere Dichtlippe, die entweder auf dem Saugmotor selbst oder dann deine Halterung verbleibt, da auch ein bisschen drauf aufpassen. Beim Prime ist das ähnlich. Was ich hier gerade noch entferne, ist ein Magnet, den ich da hingeklebt habe, um dem Saugroboter vorzugaukeln, dass der Staubbehälter installiert ist, weil der hier eigentlich nur mal im Wischmodus unterwegs war und ich dafür keinen Staubbehälter mehr hatte für das Gerät. Und ansonsten muss man hier einfach dann nur die Halterung entfernen und das war es dann auch schon, weil der L10 Prime eben keinen internen Wassertank hat. Da erspart man sich dann die vorherigen Schritte. Hier sieht man nochmal einen Vergleich zwischen den beiden Saugmotoren mit den Alternativbezeichnungen. Da ist auch wieder die Frage, ne, dass also das, was Dreamy und so weiter angibt, das sind die Herstellerangaben für den Saugmotor. Das hat dann mit dem, was da tatsächlich am Boden ankommt, nicht mehr viel zu tun. Das sieht man hier jetzt auch mal. Und selbst der Motor ist von Nidec selbst mit 3000 Pascal nur angegeben. Ich glaube, Dreamy gibt für den L10 Prime 4000 Pascal an, kann aber auch mit einer neueren Revision zu tun haben. Der Slide war von 2020. Dann sehen wir hier dann mal Vergleiche auch noch von einzelnen Komponenten. Hier beim Auspuff, da ist das Schalldämpfermaterial, also dieser Schaumstoff, der ist beim Prime ein bisschen durchlässiger, weniger dicht. Wird auch wieder mit dem statischen Druck zusammenhängen, im Unterschied zwischen den beiden Saugmotoren. Dann beim Akku haben wir von den Leistungswerten her ein identisches Gerät, also einen identischen Akku. Da wird aber wahrscheinlich beim Prime, der hat noch einen 3-Pin-Stecker belegt, beim L10S Ultra ist ein 4-Pin-Stecker, der ID-Pin fehlen. Der ID-Pin ist meines Wissens nach eben ein Pin, der nochmal Zellinformationen bereitstellt, also welche Art von Zelle da verbaut ist, was dann auch wahrscheinlich zu besserem Ladeverhalten führen kann. Keine Ahnung, also so tief stecke ich da nicht drin. Dann haben wir hier einmal die Laserdistanzsensoren, die sind gleich. Beim L10 Prime ist auch die Aussparung für das Pumpen-PCB vorhanden. Es fehlt aber der Stecker für den Anschluss des PCBs. Das heißt also, der Lötpunkt da auf dem Mainboard ist nicht besetzt. Also da ist der Stecker nicht eingelötet worden. Ansonsten wird auch das Hauptbürstmodul gleich sein und auch die Reifenmodule werden gleich sein. Das habe ich mir nicht im Detail angeguckt jetzt. Man kann da aber von ausgehen, dass, also denke ich, dass da viele Komponenten ersetzbar ist. Das heißt, wenn man also vielleicht ein L10 Prime findet mit einer Macke, wo man auch weiß, was die Macke eigentlich ist, kann man da vielleicht günstig an Ersatzteile rankommen im Vergleich zu AliExpress und so weiter. Muss man halt ein bisschen gucken, ob sich das lohnt oder nicht, also wo da der Defekt vorliegt. Ja, jetzt gibt es ja noch ein paar Eindrücke. Ja,
Den Saugmotor dann natürlich einbauen und das Ganze wieder zusammensetzen, ist ja wohl selbsterklärend, denke ich. Das habe ich mir jetzt hier im Video gespart. Und ich werde mir auch nochmal die Station angucken. Da werde ich wahrscheinlich auch einen Vergleich mal machen zwischen dem X40, dem L10S Ultra und der Prime-Station. Ich habe einen L20 leider gerade nicht mehr da, aber ja, mal gucken, ob dazu auch nochmal was kommt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, das war hier hilfreich und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.